Als voll motivierter Gitarrenanfänger will man natürlich einfach mal loslegen, ohne sich großartig um irgendwelche Details Gedanken zu machen. Ist ja auch richtig so. Wer sich gleich zu Anfang zu viele Gedanken macht, kommt eventuell dann noch auf die Idee, doch nicht Gitarre lernen zu wollen. Fertig. Fertig. Trotzdem gibt es ein paar kleine Dinge, auf die du gleich am Anfang ein Auge werfen solltest. Oder zumindest im Hinterkopf haben solltest. Hallo, Stefan Pietrek hier und willkommen im neuen Video. Die Gitarre. Als Gitarrenanfänger brauchst du nicht die teuerste oder schickste Gitarre. Als Fortgeschrittener auch nicht wirklich, aber das ist dann ein anderes Thema. Sondern du brauchst eine Gitarre, die eine gute Bespielbarkeit hat, also Stichwort Saitenlage. Und auch einigermaßen gut klingt. Ja, egal ob jetzt Western oder E-Gitarre oder auch Konzertgitarre. Das sind die mit den Nylonsaiten. Für klassische Gitarre unerlässlich, bei Anfängern, egal welcher Stilrichtung, auch sehr verbreitet. Wegen der weicheren Saiten und der dadurch oft auch etwas leichteren Bespielbarkeit. Allerdings für das Strumming, also für die Akkord-Schlagbegleitung, nicht unbedingt die am besten klingende Gitarre, weil dann doch etwas mumpfig im Sound. Fürs Zupfen super und für klassische Gitarre sowieso. Kurz zur Saitenlage. Das ist der Abstand der Saiten vom Griffbrett. Und du kannst dir vorstellen, je größer dieser Abstand ist, so weiter ist dann der Weg, den du beim Greifen von Tönen oder auch Akkorden zurücklegen musst. Und je größer dieser Weg halt ist, umso schwieriger ist die Bespielbarkeit. Was daher gar nicht geht, und das erlebe ich immer wieder im Unterricht, ist, wenn Eltern ihre Kinder mit Opas Gitarre in den Unterricht schicken, die dann 30 Jahre auf dem Dachboden vor sich hingegammelt ist, also die Gitarre, nicht der Opa, und dort allen erdenklichen Temperaturen und Feuchtigkeitsgraden ausgesetzt war. Also erstmal ist das Teil wahrscheinlich zu groß für das Kind, ja. Und dann ist es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit völlig verzogen. Ja, so eine Saitenlage, die dann so hoch ist, dass man Wäsche drauf aufhängen kann. Aber zum Gitarrespielen taugt das Teil dann überhaupt nicht. Man muss sich das Gitarrelernen vor lauter Sparen wollen nicht noch schwerer machen, als es eh schon ist. Und schon gar nicht bei Kindern, aber auch nicht bei Erwachsenen. Was soll das, ja? Leute, geht in den Laden und kauft euch eine Einsteigergitarre. Da werdet ihr beraten und die verkaufen euch auch keinen Schrott. Eine Einsteigergitarre, die kostet nicht die Welt und ihr habt ein Instrument, mit dem ihr richtig gut Gitarre lernen könnt. Also ihr könnt es zumindest nicht aufs Instrument schieben. Und ein Instrument, das euch jahrelang begleiten kann. Wenn du schon eine Gitarre hast, also von wem auch immer jetzt, ja, und dir nicht sicher bist, was jetzt die Saitenlage betrifft, also wie sollst du das als Anfänger auch wissen, dann frage jemanden, der das weiß. Und wenn du niemanden kennst, der sowas weiß, dann geh ebenfalls in ein Geschäft. Vielleicht einfach mit dem Hintergrund, die Gitarre neu besaiten zu lassen, wäre vielleicht mal nötig. Und dabei so nebenbei zu fragen, ob das bei der Gitarre überhaupt noch Sinn macht. Regelmäßig üben. Glaub mir, für regelmäßiges Üben brauchst du einen täglichen, festen Termin. Also es ist so. Das übliche Vorhaben, ich übe, wenn ich Zeit dazu habe, funktioniert nur selten. Also eigentlich funktioniert es nie. Warum? Du hast keine Zeit. Niemand hat Zeit. Nie. Ausrede Nummer 1 für alles. Und wenn doch, dann hast du gerade keine Lust oder du bist so fertig vom Alltag, dass nur noch die Couch und der Fernseher in Frage kommt. Schaffe dir im Vorfeld ein tägliches Zeitfenster für dich zum Gitarrespielen. Und halte es ein. Hat dann halt mal Priorität vor allem anderen. Also 15 bis 30 Minuten für einen Anfänger, das ist echt super. Ja. Es funktionieren auch mal 10 Minuten. Hauptsache, du bleibst dran. Und nimm es dir auch wirklich täglich vor. Und wenn es dann mal nicht klappt, wenn was dazwischen kommt, dann ist es eben so. Das ist dann kein Beinbruch. Hab einen Plan. Also wer sich entschlossen hat, eigenständig Gitarre zu lernen, jetzt ohne Lehrer, der lernt in der Regel mit YouTube hier. Oder zumindest auch mit YouTube. Und wird überschüttet mit Song-Tutorials für Anfänger, Technik-Tutorials für Anfänger und tausenden Tipps für
Anfänger, so wie hier jetzt. Ja, ich mache ja auch diese Sachen und möchte, dass sie geschaut werden. Und da, wo es passt, auch mit dem Hinweis für Anfänger. Tja, wenn jetzt aber einer kommt, der wirklich zum ersten Mal eine Gitarre in der Hand hat und denkt dann, oh ja, super, das mache ich, damit fange ich an. Also dem ist eigentlich nicht damit geholfen. Ein Anfänger ist man auf der Gitarre eigentlich ziemlich lange. Ab wann ist man kein Anfänger mehr? Entscheidet es selbst. Also ich sag mal so, wer um Barrés einen großen Bogen macht, weil es nicht so klappt und außerdem sind Barrés ja doof, der ist in der Regel ein Anfänger. Und wenn du dich als Anfänger fühlst, auch noch nach 1, 2 oder sogar mehr Jahren, dann ist es wohl auch noch so und du bist einfach noch ein Anfänger. Und genau diese Leute sind eigentlich mit dieser Art Anfängervideos gemeint und nicht jemand, der noch nie vorher eine Gitarre in der Hand hatte. Für den gibt es geeignetere Sachen. Kommen wir gleich dazu. Erstmal, um planmäßig üben zu können, muss dir jemand einen Plan, eine Richtung, eine Reihenfolge vorgeben, was du lernen und üben sollst. Das kannst natürlich du selbst sein, aber als Anfänger eher schwierig. Das kann ein Lehrer sein, das kann ein Buch sein oder das kann auch ein Online-Kurs sein. Apropos Online-Kurs. In diesem Zusammenhang, du weißt vielleicht, was jetzt kommt, möchte ich dich natürlich auf meinen Online-Kurs für Gitarrenanfänger verweisen, der vor ein paar Wochen an den Start ging und mit dem ich dir einen Plan an die Hand gebe. Und die Option, dass ich da mal drüber schaue, was du da machst. Das Ganze momentan mit 20% Rabatt. Verlinke ich dir hier oben und in der Videobeschreibung sowieso. Oder schau einfach mal bei gitarrenzeugs.de vorbei. Lerne Stimmen nach Gehör. Tu das bitte. Jeder benutzt heute ein Stimmgerät. Die sind toll, benutze ich auch. Aber ich weiß auch, dass wenn ich beispielsweise die D-Seite stimme und mir das Stimmgerät ein E anzeigt, ich nicht einfach nur drehe, bis es grün wird oder der Zeiger in der Mitte ist, je nach Stimmgerät. Ja? Also ehrlich, da erlebst du die dollsten Sachen. Und dann hinterher noch, wieso stimmt doch, ist grün. Und ich so, hör mal hin. Was soll ich sagen? Ich komme aus dem technischen Mittelalter. Wir hatten kein Stimmgerät. Die gab es einfach nicht. Ja? Wir hatten eine Stimmgabel oder irgendwie einen Referenzton und nach dem haben wir die Gitarre gestimmt. Es war anfänglich wirklich ein Fiasko und hat auch immer ewig gedauert, ja, und war dann trotzdem nie so ganz richtig. Aber irgendwann war es kein Problem mehr. Ich konnte die Gitarre nach Gehör stimmen und das ist heute noch so. Gehörbildung nennt sich das, glaube ich. Du musst hören können, ob ein Ton höher oder tiefer ist als ein Referenzton. Hört sich einfach an, ne? Mach mal. Also wir reden hier nicht von Ganztönen oder sonstigen großen Tonabständen, Intervalle, ja, sondern von Nuancen, also Zehntel oder noch weniger. Aber selbst bei großen Tonabständen haben einige ein Problem zu erkennen, was ist tiefer oder höher. Es ist auch extrem wichtig, ein Gefühl oder besser gesagt Gehör für die Tonhöhen der einzelnen Saiten zu bekommen. Einfach auch, um mit einem Stimmgerät dann wirklich richtig stimmen zu können. Wie du jetzt deine Gitarre nach Gehör stimmen kannst, das mache ich jetzt nicht vor, ja, das würde den Rahmen von diesem Video hier sprengen. Ja, ich könnte mich auch kurz fassen, aber dann bleiben wieder 1000 Fragen offen. Findest du aber sicher eine Anleitung im Internet? Oder falls ich dazu mal ein Video machen soll, schreib's in die Kommentare. Trotzdem hier eine ganz kurze Anleitung in Schriftform. Habe ich so auf meinem WhatsApp-Gitarrenkanal veröffentlicht. Also leider viel zu wenig los dort, würde da gerne viel mehr machen. Aber ohne entsprechende Interessenten oder Abonnenten, wie sie heißen, fehlt mir da auch etwas die Motivation, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es ja auch was für dich. Der Kanal heißt Gitarrenzeugs und ich verlinke den natürlich auch in der Videobeschreibung. Also nochmal kurz, beschäftige dich mit dem Stimmen nach Gehör und trainiere damit deine Ohren. Wichtig, extrem wichtig. Wer nichts hört, kann keine Musik machen. Singe zu deinem Spiel. Was ist eine Gitarrenbegleitung ohne Melodie, sprich ohne Gesang? Beim Zupfen geht es, weil es irgendwie auch eine Melodie hergibt. Bei echtem Fingerstyle sowieso, da ist die Melodie in der Begleitung mit verbaut.
Aber beim Strumming irgendwie nur Schrumm, Schrumm, oder? Klar macht es zu Anfang Sinn, einfach nur Wechsel zu üben, auch mit Begleitrhythmen, ja, Akkordfolgen zu üben, bis diese klappen. Aber auch da kann man schon mal anfangen, irgendeine Melodie darüber zu summen. Eine, die dir gerade einfällt, während du einen Akkord spielst. Weil so bekommst du ein Gefühl dafür, wie sich der Akkordwechsel auf die Melodie auswirkt und umgekehrt. Und spätestens, wenn du ein Lied begleitest, gehört die Melodie damit rein. Egal wie, ja, sing, sum, da, 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 du, 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 egal, ja, es geht ja nicht um den Text, den kannst du später hinzufügen, es geht auch nicht um Perfektion, auch da kannst du später dran feilen, aber was du tun musst, ist dich mit dem Lied zu beschäftigen, es dir einige Male anhören, bis dir die Melodie so weit im Ohr ist, dass du auch mitsummen kannst. Und da hapert es bei vielen. Typisches Unterrichtsszenario, ich frage den Schüler oder auch Schülerin, klar, ne, singst du zu dem Lied, das wir gerade lernen, zu Hause mit? Also es gibt genau 2 Antworten. Nummer 1, ich kenne das Lied nicht so gut. Und Nummer 2, ja, hab's versucht, klappt nicht. Also zu Antwort 1 muss ich, glaube ich, nicht so viel sagen. Es hat heutzutage jeder die Möglichkeit dazu, innerhalb von Sekunden sich ein Lied anzuhören. Also ich glaube, es ist jeder. Ja, es gibt sicherlich noch Leute, aber nee, kenne ich keine. Ja, jeder hat die Möglichkeit dazu. Das ist dann wohl eher eine Interessensgeschichte. Aber darüber will ich mich jetzt gar nicht so sehr auslassen. Interessanter ist die zweite Antwort. Ich habe es versucht, klappt nicht. So denkt man wirklich, wenn man Gitarre spielen kann, dass der Gesang dazu dann quasi automatisch klappt. Also nee, das macht er nicht. Ja. Auch das muss geübt werden und das am besten von Anfang an. Wie gesagt, es muss ja kein Gesang sein, also nicht mit Text, ja, es reicht auch ein Summen. Aber so bekommst du einen Bezug zum Lied. Also zu einem Lied, das du ja lernen willst. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir läuft die Gesangsmelodie im Kopf immer mit. Also egal, ob ich jetzt spiele oder jemand anderes. Und ich dachte auch lange, das wäre bei jedem so. Ist es aber absolut nicht. Deshalb gewöhne dir an, die Melodie des Liedes, das du gerade spielst, mitzusingen, mitzusummen oder was auch immer. Spiele zum Original oder als Steigerung dann zum Playback. Also gibt es inzwischen zu allen Liedern für wenig Geld zu kaufen. Und du kannst dir dabei aussuchen, welches Instrument in deinem Playback fehlt. Also in deinem Fall am sinnvollsten die Gitarre und falls du selbst noch mitsingen willst, auch der Gesang. Dann bist du quasi der Gitarrist der Band. Aber auch einfach nur zum Original zu spielen, ist oft eine echte Herausforderung. Und eine wichtige Erfahrung, weil dir wird beim Mitspielen bewusst, dass das echte Lied keine Rücksicht auf deine Akkordwechselfähigkeiten nimmt und auch beim Wechsel auf F-Dur keine Pause macht. Und ein Lied ist auch nicht so aufgebaut, dass die einfachen Parts schnell gespielt werden und da, wo es schwierig wird, plötzlich langsam gemacht wird. Hört sich lustig an, aber ich würde es nicht erwähnen, wenn ich es nicht regelmäßig selbst im Unterricht erleben würde. Man selbst merkt es in diesem Moment oft gar nicht, wie ungleichmäßig man eigentlich spielt. Und um das dann mal zu erfahren und das dann auch ändern zu können, ist das Mitspielen zum Original wirklich genial. Und mit den heutigen Möglichkeiten via YouTube oder auch anderen Sachen, so ein Lied dann auch einfach mal langsamer abspielen lassen zu können, hat sich die übliche Ausrede, das ist mir halt alles noch zu schnell, ziemlich erledigt, würde ich sagen. Halte durch. Das ist jetzt nicht einfach so gesagt, sondern das ist eigentlich der wichtigste Punkt überhaupt. Dir nützt es nichts, am Anfang voller Motivation Gas zu geben, so 2 Stunden täglich zu üben, alles auf einmal lernen zu wollen und dann nach 3 Monaten wieder hinzuschmeißen. Weil es halt doch länger dauert, als du es gerne hättest. Wieso klingt das so sch***? Denk bitte daran, Gitarre lernen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und einmal angefangen und eben nicht hingeschmissen, lernt man ein Leben lang Gitarre. Denn es gibt immer wieder neue Sachen, die einem gefallen und die man dann gerne spielen können will. Bleib von Anfang an cool, hab einen Plan.
Das war Punkt 3 von vorhin. Halte dich daran und mache einfach immer weiter. Wer immer versucht, alles zu optimieren, so schnell und so effizient wie nur irgend möglich zu lernen, wird eher früher als später frustriert aufgeben. Hab Spaß am Lernprozess und freue dich auch über kleine Fortschritte. Dann wird's was. Mit anderen zusammenspielen. Ist ja was für später, wenn ich richtig spielen kann. Nicht unbedingt. Ja. Es gibt genügend Gitarrenspieler auf einem ähnlichen Spielniveau wie du. Auch wenn du erst 3, 4, 5 Akkorde spielen kannst. Und mit diesen dann gemeinsam Lieder zu üben und zu spielen, das bringt jeden Einzelnen voran. Ist dann auch nochmal eine Steigerung zum Originalspielen. Weil hier musst du deinem Mitspieler wirklich zuhören können, um auf kleine Fehler oder was auch immer reagieren zu können. Ohne, dass man ein Lied abbricht. Zugegeben, das klappt am Anfang so mittelprächtig, wird aber mit der Zeit immer besser werden. Und ohne Übung klappt sowas nicht. Vor allem auch das Zuhören, während man mit seinem eigenen Spiel beschäftigt ist. Und nicht zu unterschätzen, natürlich der Spaß am gemeinsamen Musikmachen. Und auch das Selbstvertrauen, das man dadurch bekommt. Denn wenn man Lieder mit anderen zusammen spielen kann, dann wird man sich seiner Fähigkeiten auch bewusst und zweifelt nicht immer im stillen Kämmerlein vor sich hin. Versuch dir Dinge selbst rauszuhören. Mal wieder kurz zurück ins Mittelalter, ins Technische. Ja, wir hatten ja nichts. Wie hat man es denn früher geschafft, ein Lied zu lernen? So ganz ohne YouTube, Guitar Pro, Ultimate-Guitar.com und wie sie alle heißen. Also tatsächlich, es gab Liederbücher. Also ich rede gerade jetzt von den 80er Jahren. Ja. Und es gab auch sowas wie Tabs in einigen Liederbüchern. Aber lange nicht zu allen Liedern und schon gar nicht zu Liedern, die man selbst unbedingt lernen wollte. Lieder raushören war angesagt. Nichts mit langsamer ablaufen lassen, zum besser raushören können. Das ging zwar bei der Musikkassette mit dem entsprechenden Gerät, ja, aber dadurch wurde ja auch der Ton tiefer. Und das war jetzt für Akkorde raushören eher semi-optimal. Aber man hat's gemacht. Also Lieder raushören, nicht langsamer laufen lassen. Es ging ja nicht anders, ja. Hat auch am Anfang etwas gedauert und es waren auch viele Fehler drin. Aber egal, ich habe es dadurch gelernt. Und heute, hier auf YouTube, also auf meinem Kanal, mache ich mir genau diese Fähigkeit zunutze. Höre Gitarrenparts raus, schreibe sie auf und mache Videos dazu. Und das alles ist mir nicht in den Schoß gefallen, wie so mancher meint. Diese Fähigkeit bekommt man nicht, indem man sich jede erdenkliche Note, jeden Akkord und auch jede Begleitung vorkauen lässt. Wer sich niemals damit beschäftigt, sich selbst etwas rauszuhören, der braucht es dann ein Leben lang, ja, dass dir jemand sagt, was du spielen musst. Der wird dann niemals in der Lage sein, sich auch nur die einfachste Begleitung selbst rauszuhören. Die heutigen technischen Möglichkeiten, die verleiten dazu, sich nur noch berieseln zu lassen. Ich möchte das und das spielen, in die Suche eingeben und nachspielen, was der vorne vormacht. Das ist halt easy und zeitsparend. Und gerade auch hier auf YouTube findest du beinahe jeden bekannten Song als Videotutorial 100 bis 1000-fach. Okay, ich will mich jetzt nicht zu sehr beschweren darüber, weil ich mache selbst genau diese Tutorials und profitiere davon. Aber davon mal abgesehen ist es unheimlich wichtig, auch so dein Gehör zu schulen. Auch erstmal zu erkennen, welche Instrumente spielen damit, ja, welcher Rhythmus, welcher Takt, wo ist die Zählzeit 1 im Takt. Erkennst du sie? Also lauter solche Kleinigkeiten machen dann den Unterschied. Man muss kein Raushörprofi werden. Lerne Lieder auswendig und schaffe dir so ein kleines Repertoire. Wer Gitarre lernt, träumt doch davon, sich einfach die Gitarre zu schnappen und drauf losspielen zu können. Ja, ein paar Akkorde hintereinander gezupft oder geschlagen, ein paar Lieder mal kurz angespielt, alles schön und gut. Aber Lieder komplett durchspielen, so ein paar Lieder einfach komplett durchspielen können. Kannst du das? So ohne Blatt, ja, und einfach frei. Folgendes Szenario wird dir sicher passieren, sobald dein Umfeld Bescheid darüber weiß, dass du Gitarre spielst. Oder eventuell ist es schon passiert. Du bist zu Gast bei Freunden oder einer Familienfeier. Im Eck steht eine schon etwas angestaubte Gitarre vom Sohn des Hauses, der seinen Gitarrenunterricht vor geraumer Zeit geschmissen hat.
Und dann kommt es, wie es kommen muss. Denn irgendein Witzbold ist immer dabei. Hey Werner, du spielst doch Gitarre, mach mal. Und wie kommst du aus dieser Nummer wieder raus? Also eher schlecht, ne? Toilette? Ja, aber da musst du irgendwann wieder rauskommen. Plötzlicher Notfall zu Hause simulieren, funktioniert, aber schon ein bisschen auffällig das Ganze dann. Bessere Alternative, du bist vorbereitet und hast ein paar Lieder richtig gut und auswendig drauf. Dann kannst du den Witzbold von vorhin sogar noch selbstbewusst dazu verdonnern, den Gesangspart zu übernehmen. Okay, das wäre jetzt auch wieder gemein. Aber die komplette Gesellschaft mitsingen zu lassen, das könnte doch der vielleicht etwas langweiligen Feier durchaus gut tun. Und dein Selbstbewusstsein, was das Gitarrespielen betrifft, hat sich im Handumdrehen mal wieder verdoppelt. Das waren meine 10 ultimativen Tipps. Nicht nur für Gitarrenanfänger. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Dann gib mir deinen Daumen, schreib was Nettes in die Kommentare und abonniere meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ciao und bis zum nächsten Video.